Muss ich glaube ich sagen, war das heftigste, was ich geschmacklich bisher hatte. Ist schon wieder Burger angesagt. Diabolic Strawberry. Glassplitter, ja. Ein Auge. Also ich glaube, was da drauf ist, muss gegessen werden, oder? Hier ist jetzt doch keine Kerze. Leute, es ist mal wieder soweit. Wir gehen in die neueste Challenge rein, diesmal auf unserem Zweitkanal Big M TV. Und wenn ihr euch erinnern könnt, erst gestern kam natürlich das erste Halloween-Special-Video auf unserem Hauptkanal raus, wo dieser Mann mir den größten XXL Halloween Monster Black Burger präsentiert hat, wo ich mich richtig schwer getan habe. Checkt das Ganze im Nachhinein ab. Und jetzt will er sofort die Revanche und hat noch was vorbereitet in dem Format Beat Big M. Was gibt's? Richtig, also dadurch, dass wir bei der XXL Challenge verloren haben gegen einen erfolgreichen Mann, also was wir jetzt machen, wir haben jetzt eine After-Challenge vorbereitet, um uns so ein bisschen zu revanchieren. Was man natürlich sagen muss, ne, normalerweise wäre es so gewesen, dass ich gegen einen von euch antrete, was normalerweise in dieser Serie normal ist oder auch ausgelost wurde. Aber wie es oftmals so ist, es wurden 3 Kandidaten von euch im Livestream ausgelost, keiner ist erschienen und du hast dich dann dazu bereit erklärt. Da freue ich mich umso mehr. Ich sag mal, nicht nur Sachen vorzubereiten, weil ansonsten hätte er nur die vorbereitet. So aber du bist jetzt, ich sag mal, eingesprungen, weil du sagst, jetzt willst du direkt die Revanche haben. Richtig. Und hast aber auch was vorbereitet. Das heißt, du weißt, was kommt, ich nicht. Richtig, genau. Ich sag mal, was sind jetzt hier Sachen schon mal, die vor uns sind? Also oder? wir haben quasi jetzt so die 7 Todessünden vorbereitet, Ja. mit denen wir dich challengen wollen. Okay. Wir fangen quasi ganz gediegen an mit einer Burger-Slider-Runde, quasi in Anlehnung an den Albtraum, aus dem du gerade gekommen bist. Willst du mich schon in der ersten Runde raushauen? Burger, Halleluja, Leute. Nahtlos anschließen. Und danach kommen wir entspannt auf einen Bloody Drink zurückzukommen. Hier, oder? Richtig, genau. Der wird noch ein bisschen aufgepeppt danach. Und danach haben wir natürlich 5 weitere Runden, es sind insgesamt 7. Lass dich überraschen, da kommen geile Candles und Ist das auch eine Runde oder was? Cookies. Richtig, und was wir jetzt besonders machen, also wir haben 7 Runden und wir haben den als eine Art Konstante, der uns von Runde 1 bis Runde 7 begleiten wird. Das heißt, jedes Mal, wenn wir eine Challenge nach der anderen machen, Ja. greifen wir uns hier immer was Süßes und was Saures raus zu jeder einzelnen Challenge. Also Okay. das ist quasi so unser Begleiter nebenbei von Runde 1 bis 7. Okay, das ist cool. Ja, Genau. Okay, Ja. Und hier, also das hier ist auf jeden Fall also ein großes Dankeschön von mir auch an unsere Freunde von Mocateria in Frankfurt am Main. Die haben uns hier auch wirklich supported mit einigen Leckereien, wirklich Köstlichkeiten. Ich liebe Kreativität. Also es gibt nicht nur Burger. Es gibt nicht nur Burger. Es gibt nicht nur Halleluja, Burger. Leute, Ja. Also kreative Varietät erwartet dich hier. Geil. Freue ich mich drauf. Du weißt, ne? Normalerweise wäre es für einen von euch ein Preispool 700 € jetzt. Liegt in dem Ding. Das heißt, du kannst wirklich die 700 € gewinnen. Okay. Im Umkehrschluss frage ich dich, was ist, wenn, ich sag mal, jetzt ein Zuschauer nicht eintritt, sondern ich gewinne, würdest du dem Preispool was zusteuern? Ja, also ich würde sagen, was hältst du von einem Huni-Gutschein? Finde ich okay. Und den kann man direkt mit weitergeben. Finde ich gut. Also heißt quasi, wenn ich gewinne, wird Preispool wie immer nochmal um 100 aufgestockt, 100 € Richtig. Gutschein dann von euch. Korrekt. Finde ich fair. Und wenn du gewinnst, super dann, ich sag Deal. mal, gehen 700 € mit Gutschein an euch raus. Vielleicht an die Mitarbeiter mit dem Chef zusammen heute. Wir sind im Gönnermodus Ich will heute. trotzdem mein Bestes geben, denn zu Weihnachten, immer Ende des Jahres, ne, wir sind noch in der ersten Staffel, wenn ich bis Ende des Jahres ungeschlagen bleibe, wird das Ganze gespendet. Sollte ich geschlagen werden, schön. fängt das Ganze wieder mit 100 € an, aber trotzdem wird an Weihnachten, ich sag mal, so groß der Pool ist, dann gespendet. Deswegen hoffe ich, dass er so groß anwächst und ich in Staffel 1 ungeschlagen bleibe. Ich nehme die Challenge auch hier wieder an, auch wenn ich Gebe sag mein mal, Bestes auf jeden Fall. ein bisschen vorbelastet bin durch den Burger gerade. Und ich würde sagen, dann lasst uns loslegen, Super. auf in die 7 Let's Todessünden und die nächste Challenge. Eieiei. Ich sehe, es ist schon wieder Burger angesagt, Halleluja. Natürlich. Also wenn du eins hier verstehst, dann ist es für Burger, ne? Das so oder so. Diesmal nur in kleinerer Variante. Seit 2020, aber so Ei, ei, klein. Haben wir, also wir haben sie, krass, wir haben sie, jetzt wo du hier bist, wir haben sie nie so groß und nie so klein gemacht. Ernsthaft? Ja. Also es ist quasi so Das wirklich... ist jetzt First Time. First time. Also komplett. Ihr könnt ja gerne mal in die doppelte Kommentare Hinsicht. schreiben, was euch, ich sag mal, wenn ihr jetzt auch schon auf unserem Hauptkanal das Video gesehen habt, was euch, ich sag mal, mehr zuspricht. Jetzt so ein kleiner Burger oder der große. Ich muss ehrlich sagen, ich bin immer für XXL, aber Ja. allein schon, wie ich sehe, wie das Fleisch da rausschaut, wäre ich jetzt schon für die Mini-Variante. Ja, wir hatten vorher mehr Brot. Aber es ist ein Jetzt haben anderer wir mehr Burger, ist auch Fleisch. eine andere Soße, oder? Richtig, was wir hier haben, ist unser Signature, der, ich möchte ja behaupten, meistgehypteste Burger auf YouTube. Das ist der Thanos, aber wirklich in Mini. Warum Und meist mit- gehypt ist du auf YouTube? Liebe Grüße an Holle, wir sind bei ihm seit jetzt fast 2 Jahren auf Platz 2 mit dem Thanos Burger ganz oben. Und ich sag mal, das war der Burger, der, ich sag mal, den Durchbruch bei uns gemacht hat Okay. auf YouTube.
Und wir haben den jetzt hier in Mini vor uns quasi. Das ist unser Top-Signature-Burger. Wir haben auch unsere Homemade Ranch Sauce. Ranch nicht zu vergleichen mit der britischen Ranch-weißen Soße für Chicken. Das ist eine Burgersoße. Wir haben quasi hier nochmal die Spritzen mit drin. Ja. Ja, Aber diesmal nicht mit Rot, ne? Diesmal nicht mit Rot, nee. Diesmal haben wir quasi unsere Burgersoße quasi mit drin. Okay. Und Thanos in Mini. Hab ich gesagt, Runde 1, das ist... Also ist das jetzt eine Runde von 7, die das anstehen? ist eine Runde von 7, die Da bin anstehen. ich mal gespannt, was ansteht. Und das hier sind jetzt die Gläser, oder was? Was Richtig, du das sind jetzt die Gläser, das sind quasi die Süßes oder Saures. Du siehst schon, hier ist schon ein bisschen was drin. Das heißt, wir haben 7 Runden. Hier sind 7 Ingredients mit drin, Süßes und Saures. Okay. Dann würde ich sagen, bei jeder Runde nehmen wir uns eins raus. Okay, also, dann würde ich sagen, starten wir. Wir schauen einfach mal, wie lange wir brauchen. Lassen die Schnuppe mal durchlaufen. Okay. Ne, hier ist ja auch noch irgendwie was, habe ich gesehen. Aber naja, schauen wir mal, was da alles kommt. Ich würde sagen, um die Burger nicht kalt zu lassen, starten wir rein Okay. in eine neue Folge Beat Big M. Preispool, 700 €. Mal schauen, ob du es schaffst oder ob Super. wir 100 € Gutschein Ich bin abergattern gespannt. können von hier. Und damit würde ich sagen, versuchen wir den Burger zu genießen. Let's Nach go. schon einem 4-5 Kilo Burger vorhin. Und einer neuen Challenge. Let's go. Damit würde ich sagen, ist alles angerichtet. Wir gehen rein in die nächste Folge. Beat Big M. 7 Runden erwarten uns. Der Erste, der aufgibt, hat verloren. Und dann geht es noch in den Stechen. Wenn es über die 7 Runden hinausgeht, bist du bereit? Ich bin ready. Du bist aber nervös. Ich muss ehrlich sagen, also ich habe gedacht, wirklich, also ich wollte gerade mich rausreden und sagen, ich habe vorher schon einen Doppel-Patty gegessen. Aber was soll ich über den sagen? Ja, ne? Aber mal schauen, was er hier noch vor uns hat. Kilogramm. Ich würde sagen, Let's go. let's go. Okay. So, Rein in die Maschinerie hier. jetzt bin ich im Mini-Burger gespannt. Erstmal ohne Soße probiere ich. Ja, Thanos. Mal wieder Mini-Burger, mein alright. Lieben. Balance von Fleisch und Stimmt Mann, für mich diesmal- diesmal ein bisschen besser. David, ich ohne Witz, ne, Leute, auch wenn es ihr nicht glaubt, nach dem 4-5 Kilo Burger gerade, das tut so gut, gerade weil es auch noch mal so viel Fleisch ist. Und jetzt, muss die diesmal mit dazu oder ist die auch wieder nur Deko? Weil sonst lasse ich die natürlich weg. ein bisschen kannst du drauf machen. Das ist wirklich einfach nur so dann extra. lass ich's ja weg. Ja, genau. Also muss man nicht reinnehmen. Das war einfach nur, wenn es jemand noch juicier haben möchte. Ich probiere es trotzdem, Leute. Ja. Ihr wisst, ich werde immer gerne dreckig. Was denn? Auf die 25 Gramm kommt es sich auch nicht mehr an. Okay, komm, scheiß drauf, wisst ihr was. Dann gehen wir ins Handicap rein. Vielleicht bist du ja so freundlich und haust ja auch noch alles drauf. Oh, schaut Richtig. mal hier, wie viel das Ganze noch rauskommt. Das ist eure Special Homemade Soße. Richtig. Homemade Ranch, die erste Soße, die wir entwickelt haben. Die ist auf unseren Signature-Burgern auf jeden Fall drauf. Boah. Kein Scheiß. Die schmeckt mir besser sogar als die Barbecue-Soße. Ja. Boah. So, erste Runde geschafft, aber Runde geschafft. jetzt muss man noch quasi eine süße Richtig. Sache nehmen. Einmal Ne? reinpacken, was Süßes rausholen. Spider. Also was süß, sagst das du? sind einmal saure und einmal süße Sachen drin, ne? Richtig. Machen wir erstmal die Süßen fertig. Wir starten quasi jetzt. Ja, ich denke mal jede Runde wechseln, ne? Ich nehme so einen Geist. Ja. Das scheint was Süßes zu sein, weil da sind auch saure Sachen drin. Genau. denke ich. Ich habe einen Spider-Man. Geist, du hast einen Spider? Prost. Oder mit. Also, her mit Runde 2. Runde 2? Diabolic Strawberry. Ist dein Ernst? Diabolic Strawberry. Was ist das denn? Wir haben hier, also das da oben sind Eiswürfel mit Heidelbeeren, so ein bisschen für den Augen. Das sind Eiswürfel? Richtig, das sind so runde Eiswürfel. Da sind so Heidelbeeren drin, einfach um diesen Ei-Effekt so ein bisschen mit reinzubringen. Ansonsten ist es so eine Ginger-Sprite-Mischung, kann man sagen, wenn man für die Zuschauer, damit sie wissen, was sie sich darunter vorstellen können. Und wir haben natürlich hier unseren Bloody Syrup noch mit drin, den können wir da einmal reinpumpen. Ach, dann wird's rot oder was? Richtig, dann einmal mit dem Strohhalm verrühren und runter damit, ja. Und das Runde 2? Und das ist Runde 2. Okay, ich glaube, das tut sogar gut nach dem Burger. Also, machen wir hier mal rein. Oh. Ich hoffe, es schmeckt genauso, wie es aussieht, weil es sieht nämlich sehr fancy aus. Ja. So ein kleiner Drink, einmal umrühren. Ist aber ohne Alkohol, ne? Das ist ohne Alkohol, Ah, okay, auf jeden gut. Fall. Nee. Weil ich trinke nämlich gar keinen Alkohol. Wir trinken auch gar keinen Alkohol. Das kommt auch nicht rein. Aber man muss keinen Alkohol trinken, Guck mal, um ne, Spaß zu haben, noch wie mal man Runde sieht. 2, ne, sage ich Prost. zum Wohl. Er ist echt so eine Erleichterung, auch selbst nach so einem kleinen Burger. Boah, kein Scheiß, ne? Ich könnte das Ding halt so wegballern. Ja, ist gut. Boah, tut das geil. Ich schwöre es dir. Bist du so derjenige, der Auch isst? wenn du mich gerade challengest, aber da tust du mir gerade was Gutes, Alter. Vielleicht nicht für den Magen, aber boah, was den Durst angeht, Halleluja. Ja, das wird gut, ja. Bist du eher derjenige, der isst und dann trinkt? Oder essen, trinken, essen, trinken? Essen und dann ganz spät trinken. Essen und dann trinken. Deswegen, ich werde heute noch so viel trinken, aber Ich misch so ein bisschen. Ich bin immer so. Also, es schmeckt richtig krass.
dann zieh ich den Es so schmeckt wirklich richtig krass. Und ich habe das Ding in ein paar Sekunden durchgezogen. Halleluja. Wisst ihr, was wir, glaube ich, machen, Leute? Ich glaube, das wäre interessanter für euch. Wir machen einfach jede Runde mal so auf 0. Und dann können wir schauen, wie lange wir brauchen. Vielleicht machen wir das Stechen auch dann, ich sag mal, irgendwie maximal 13 Minuten oder so. Krass, ich kann gar nicht, Runde. das ist so kalt. Deswegen habe ich es gerade gefeiert. Ey. Ich habe Hirnfrost. meine letzte Folge, beziehungsweise die nächste Folge wird Eis-Challenge sein. Deswegen ist das eine kleine Vorbereitung dazu. Also, ich sag mal, in 8 Minuten haben wir jetzt, wo wir gesagt haben, wir machen die Runde nochmal so neu, ne? Also Richtig. quasi mit Neuzeit. Wollen wir den Burger gleich hinterher schicken, Haben wir schon um was das vergessen? Schwierigste loszuwerden? Was meinst du? Burger und runter. Wie Burger runter? Den Ach so, du meinst hier, Schnitzelburger ja, da sauer drin. ist es dran, oder? Ich hab so einen saures, Vampir. ja. Das müsste sauer sein, ne? Du Ja, nimmst ich das? habe so ein Spinnenbein. Das kann auch runter. Das hatte ich gerade schon von der ersten Challenge. Ist ganz geil. Finde ich gar nicht so krass sauer. Aber natürlich saurer als die anderen Sachen. Das sind gerade mal 2 Runden. Gut, Von 7. das Trinken hat natürlich jetzt schon mit dem Burger gut gesättigt. Ja, ja, das ist echt krass. Also ich dachte mir, komm, 7 Runden, süßes, saures. Das geht schnell weg. Du hast das vorbereitet, nicht ich. Ja, ja, ich hab wirklich nur zum Mittag gegessen von diesen. Also als du den XXL-Burger Ja, ja. gegessen hast, ich habe die Ich habe kleine Variante gefrühstückt. gegessen. Ich habe gefrühstückt. Also Ja. Leute, damit haben wir die nächste Runde durch Zweite Runde durch. und starten in die dritte. Runde 3. Runde 3. Let's go. Wir haben unsere. Alter, was ist das denn? Das ist jetzt was sehr Spezielles. Gesponsert tatsächlich von Mocateria. Also ein großes Dankeschön an Mocateria Frankfurt am Main. Das sind jetzt quasi so Cupcakes. Das sind ja Cupcakes, ne? Richtig, Aber mit was ist das oben drauf? Glassplitter, ja. Aber jetzt keine echten. Nein, natürlich nicht, aber sieht schon gefährlich aus. Also alleine von den Kanten, das sieht schon aus, als hätte Kann man Glas das essen? gesplittert. Das kann man essen tatsächlich. Ehrlich? Das ist Zucker, das ist so, ja, ich habe das professionelle Wort vergessen, irgendwas mit Isolomat, wenn es jemand besser weiß. Ich wollte gerade sagen, schreib's mal in die Kommentare. Ich gerne erzähle rein. falsch ausgesprochen. Aber das ist auf jeden Fall das Special und Ich das glaube ist Vanille wirklich. und Erdbeere, kann das sein? Oh, ich probiere mal. Also man hat hier quasi so die Glassplitter mit drin, sieht man, alles echt super gemacht. Ich glaube, ich warte, bis Ja. wir erstmal reinbeißen. Okay. Okay, man kann reinbeißen. Man kann Damit würde ich reinbeißen. sagen, auf geht's in Runde 3 mit Cupcakes. Let's go. Das sieht schon geil aus. Ah, da muss ich sagen, haben die sich aber was fancy aussehen lassen. Ja, ja, auf Das jeden sieht Fall. man nach Also das ist richtig kreativ, geilen, kreative so, Arbeit. ich sag mal, Halloween-Cupcakes aus. Ich weiß gar nicht, kann man sowas selber machen? Boah. Guck mal, Boah. dieser richtig bladdige Füllchen innen drin. Ich meine, ich sag dir jetzt mal Retalk, ne? Ich weiß jetzt nicht, also ich kenne sie jetzt nicht selber, die das gemacht haben. Die Aber sind das- meisten in dem, was die Das tun. ist der beste Cupcake, den ich bisher gegessen habe. Nee. Leute, kein Scheiß. Jetzt mal unabhängig von der Challenge, das ist ja sowas von fluffig. Das ist ja der Hammer. Ja, der ist fluffig, die Sahne ist jetzt auch nicht so schwer. Und du hast jetzt noch Du hast einen Vanille-Erdbeergeschmack mit Sahne. Das erinnert mich wie dieses diese Fruchtige drin. Windbeutel. Boah, Das ist ein super Cupcake. kein Scheiß, ich habe sowas noch nie gegessen. Echt? Das ist brutal. Also haben wir dich positiv überrascht, ja. Boah. Ich habe mein Ding soweit durch. Ich komme gar nicht drauf klar, wirklich wie gut es war. Aber ich weiß, dass jetzt ja wieder noch eine süße Sache kommt, bevor wir die wieder vergessen. Und dadurch, dass der Cupcake mir gerade so gut gemundet hat, glaube ich, nehme ich mir jetzt mal. Ja, wisst ihr was? Ich glaube, ich gehe in so einen Burger rein. Der hat gehört, hier ist noch so ein Auge. Oh, hier ist noch so ein fetter Burger. Ich glaube, den nehme ich mir jetzt Ich finde den erstmal. geil steht. Wobei, die sind auch. Also, das ist ja wirklich so ein fettes Ding. Das liegt gut schwer im Magen, ey. Wir sind gerade mal bei Runde 3 von 7. Boah. Und da kommen ja noch, ich weiß ja, was noch kommt. Du nicht. Ja, du weißt, was kommt, ja. Ich hoffe, das ist nicht brutal, aber kein Scheiß, ne? Dieser Unterschied jetzt, ich meine, klar, ist süß, ne? Aber dieser Unterschied zwischen diesem Cupcake jetzt, das ist einfach Peanut. Chemie pur, glaube ich, ne? Also Leute, damit haben wir Runde 3 durch. In knapp 3-4 Minuten. Läuft So, gut. Drink wäre nicht schlecht jetzt, aber ich muss mich leider selbst enttäuschen, es kommt kein Drink mehr. Ja gut, aber kannst ja sowas trinken, ne? Da darfst ja trotzdem wieder sein. Ja, echt? Ja, klar, also da Und Wasser ist, auch? also würde ich ja sagen, ne? Deswegen Aber habe ich wie mir sehe ich aus, wenn ich jetzt schon Wasser trinken Ich habe ja muss? auch schon mal Wasser mir Ja? zugestellt, ne, vom Burger vorhin, aber Dann würde ich sagen, Runde 4. Runde 4, ich bin heiß, ey. Hast du nicht, das Auge wolltest du essen, das passt ja, dann können wir direkt. Ach du Scheiße. Ja? Ein Auge. Richtig. Runde 4 ein Auge, ist das auch wieder? Deins blau, meins grün. Aber aus was besteht das? Das ist außen jetzt weiße Schokolade Okay. und innen drin beiß mal rein und lass dich überraschen. Ich lasse mich wirklich überraschen. Das wahre Auge des Saron.
Das Pulver kleiner. Hat lang genug gewacht, jetzt geht's los. Hast du gemerkt, die haben die Pupille auch als Geistergesicht oder was gemacht? Guck mal hier, Leute. Kein Scheiß, schmeckt auch geil. Ist natürlich jetzt was ganz anderes. Ja. Aber ich glaube, das Ding ist mächtig. Das ist das Ding, macht satt. Ja. Kein Scheiß, wisst ihr, woran mich das erinnert? So ein bisschen an so Kinderschokolade, so ein Ü-Ei oder so. Nur halt, ich sag mal, wo dann nicht innen drin so ein Hohlraum ist, sondern komplett umhüllt mit dieser weißen, dunklen Schokolade. So hat es mich gerade gefühlt. Von außen dieses Weiße von diesem Überraschungsei und in diese Schokolade. Aber dann müsst ihr euch das vorstellen, ohne Hohlraum und richtig, richtig fett beschichtet. So ungefähr vom Geschmack war das gerade. Also das war krass. Oh, jetzt müssen wir auch noch über Saures gehen. Ich nehme eine Drachenzunge, die habe ich ja auch noch, sehe ich. Nehme ich auch. So Leute, ein paar Minuten später haben wir damit auch Gang Nummer 4 soweit durch. Und auch wieder was Saures. Gehen rein in Gang Nummer 5, ne? Cupcakes erneut. Richtig. Diesmal in Schokolade. Diesmal in Schoko. Und mit einer Spinne drauf. Ja, das ist wahrscheinlich Fondant, vermute ich mal sehr, sehr stark. Wie du möchtest, können wir runter, können wir essen, können wir nicht essen, das ist schon eine Menge Zucker. Okay, also ich glaube, was da drauf ist, muss gegessen werden, oder? Oder ja, also ich glaube, es ist ja nicht umsonst drauf, oder? Also hätte ich jetzt gedacht. Oder das ist ja nicht nur dick. Also wenn man es essen kann, würde ich sagen, muss man es essen. Dann muss man es runter. Alles, was da drauf ist, ist essbar, ja. Jo, wir haben nicht schon eine Tarantel gegessen hier, also meine ich schon fort. Boah. Also die machen echt einzigartige Cupcakes. Ich schwöre es dir, ne? Das ist jetzt quasi das Pendant zu dem Cupcake mit der Vanille. Halt die ganz dunkle Schokolade-Variante. Mächtiger. Ich weiß gar nicht gerade, was mir besser geschmeckt. Ne? Ich glaube tatsächlich, ich Das würde... ist das Blutige, meinst du, mit dem Ja, Glasscherben? ich glaube, ich würde sogar auf das Glasscherben-Ding gehen. Ja, ich finde das Glasscherben-Ding War auch. Das ist normal. schon, also vom Cupcake 10 von 10. Aber diese Mischung mit diesem Erdbeer und mit diesem crunchy Zucker Also ich von den glaube, Glasscherben. ohne Witz, wer jetzt ein unnormal krasser Schoki-Fan ist, für den wäre das hier nochmal so ein Highlight, weil es halt wirklich, also oben ist das wie eine Mousse, ne? Ja. Das ist oben wie so eine Mousse, aber das Vanille gerade hat mich so, das habe ich noch nie in der Art und Weise gegessen. Ich probiere mal jetzt so zusammen mit der Spinne. Also wenn du so einen süßen Herzinfarkt haben möchtest, dann Oh, kannst du darüber. Und dann ich habe hauen direkt, die- ich die hab hauen direkt nicht die weg. ganze Tentakel mitgenommen. Echt? Boah. Damit haben wir den Cupcake soweit durch. Jetzt kommt wieder was Süßes dran. Diesmal nehme ich meine Tentakelspinne, denn die passt ja jetzt gerade zu dem Cupcake, den wir auch hatten. In das Auge des Sachen. Ja, Leute, Runde 5. Ach, du bist schon fertig mit Süß dem oder Süßen saures? oder was auch Ja, immer? ich ja, klar. Ach, du hast das Auge noch nicht. Auge saurer und ist das kleine. Seht ihr? Ne? Aber ich dachte, das wäre schon, das ist, Ja. geht so Das weg. ist jetzt durch. Das ist durch. Also, Runde 5 sind wir dann jetzt doch durch. Ich würde sagen, rein in Runde 6. Happy Birthday, würde ich sagen. Hier ist jetzt noch keine Kerze. Mal eine Minute anlassen. Drin ist Kuchen. Ach, das ist Kuchen. Richtig. Okay. Genau. Sollen wir den so essen? Mit Gabel? Ich habe damit ja kein Problem. Oder sollen wir uns Handschuhe anziehen? Mir ist das Latte. Ich würde sagen Sauerei und gib ihm Hände, Ja? Kopf rein. Ja, da bist du auf meiner Seite, du. Kopf rein, Stirn rein. Bin ich der Erste, der dabei ist. Also ich glaube, da müssen wir die mal auspusten. Aber es ne? sieht schon geil aus, Ja, es oder? sieht wirklich krass aus. Also wirklich auch wieder hier Also auch wieder Respekt Halloween-Style. an Mocateria. Auspusten Pusten? und rausziehen, meintest du? Pass auf, ist Eis. Ach wo, das kann ich. Mit Feuer kann ich umgehen. Gesmashed wird hier auf hoher Hitze sehr viel. Boah, das Ding, ich glaube, das wird jetzt das Mächtigste. Kann Ja, das sein? ist, ich glaube, ich kacke ab nach dem Ding. Oder währenddessen. Das ist Runde 6 jetzt, ne? Ja, das ist Runde 6. So, dann machen wir mal den Timer an, weil wenn du jetzt wirklich, ich sag mal, vielleicht scheiterst oder einer von uns, schauen wir mal. Ich habe mir für Runde 7 echt einen Gag überlegt. Ja? Aber ich dachte, du leidest darunter jetzt. Ich glaube, Okay. ich Ja, bin ich mal gespannt. muss meine eigene Geh mal Medizin rein, essen. geh mal rein. Ist auch krass, wie finster das ist, Ja. ja? Das sind die Candles der Unterwelt. Das ist Zuckerschokolade pur. Ja. Also das ist Schokolade, dunkles, alles was in so einem Aber schönen, juicy. schönes, genau, matschiges, weil es schön feucht ist, reinkommt. Boah, mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Das Ding hat mir den Rest gegeben hier. Das war die
Das war die dritte Boosterimpfung. Ah, Leute, ich habe das Ding da jetzt nach 4 Minuten auf. Das war die dritte Boosterimpfung ohne Rücksicht auf Verluste. Du tust dich schwer, ne? Ja, das ist echt hart. Muss ich mir nichts vormachen. Ich muss meine Das Ding Pflichtaufgabe- habe ich nicht mal zur Hälfte durchgegessen. Ich muss meine Pflichtaufgabe noch erfüllen und muss das Sauer in der Runde nochmal nehmen. Aber schade, da komme ich ja nicht zur Runde 7, da wäre ich gerne hingekommen. Vielleicht kommst du noch hin. Das schaffst du nicht? Nee, bist du verrückt. Ernsthaft? Nee, da bin ich echt am Arsch. Das ist zu hart. Krass. Aber ich merke auch, wie durstig Die Jahre haben mich müde gemacht mit dem Smashburger. Also, meine Lieben, du gibst auf? Sebastian, ich würde gerne weiter. Es ist unmöglich. Ich krieg's unmöglich hin. Ist so krass. Den krieg ich niemals. Krass, Alter. Der schmeckt wirklich, der schmeckt Ja, aber der grandios. scheppert, ich weiß. Der schmeckt richtig gut. Der hat einen super schokoladigen Geschmack. Der ist auch null Trockenheit. Der ist Das nie macht sich ohne saftig. Ende. Ja, Deswegen, der ist nie ich glaube, saftig. deswegen stopft er halt auch so, weil es halt so nass Ja, und das matschig ist, ne? das ist schon eine Big Candle. Also das ist wirklich krass. Ja, mich hat er auch gerade mal durstig gemacht. Wie gesagt, ich habe meine Pflichtaufgabe erfüllt in Runde 6. Aber gut, dass ich hier sitze, wirklich. Hätte ich jetzt da vorne gestanden, hätte ich gesagt, ah komm jetzt, sag. Ne? Das Stück Wenn man Kuchen. immer so hinter der Kamera ist und Stück so, ne? Kuchen. Ja, weil dann hast du ja auch Bock in dem Moment da drauf. So ne? komm, da ist doch nur noch eine Ja, ja. Runde, die jetzt kommt. Deswegen, Ja. deine Mitarbeiter sind froh, dass du hier Das gerade war sitzt, Mike ne? Tyson. Das war Mike Tyson. das Der hat Ding, mir da- gesagt, du gehst nirgendwo hin. Also Leute, du gibst offiziell auf. Ich gebe auf. Okay. Du hast gewonnen. Ihr habt gehört, Runde 6, er gibt auf nach 6 Minuten. Er kann seinen Kuchen, seine Kerze, dunkle Kerze, nichts mehr weiter essen. Das heißt, die 7 Todesstunden haben nicht geschafft. Ne, Ich habe aber gesagt, so, ich will noch die mal Lichter wissen, sind ausgegangen bei mir. was die 7 ist, vor allem auch für euch und was er sich überlegt hat, beziehungsweise das, was fertig gemacht wurde. Und damit muss ich zum Glück nicht mehr entstechen, aber kann mir noch Runde 7 geben als, ich sag mal, Dessert, was Ja. hier nie fehlen darf, Du wenn wirst es gleich- auch wieder süß ist und bin gespannt, was kommt. Du wirst gleich den Gag sehen. Ach, aber der Sieg ist schon mal sicher. Den Gag in Runde 7. Das ist Rest in Peace. Ernsthaft? Rest in Peace ist die letzte Runde. Eigentlich Da hätte wäre ich jetzt gerne Ich wollte gerade hingekommen. sagen, eigentlich hätte da einer aufgeben müssen. Da, ne? da hätte eigentlich jemand Wie aufgeben geil ist müssen. das Aber denn? das ist Rest wirklich so in die Peace. letzte Runde. Also das ist ja... Und ich das hatte ist ja geil. ich hatte sogar noch für dich eine 8. Runde Stichwahl, aber vom Timing her war es ja deutlich schneller wie ich. Also Leute, Und ich bin bei 6 Rest in ausgeschieden. Peace. Auch das hier ist wieder kein kleines Ding, ne? Aber ich muss auch sagen, also es sexy sieht auch aus. wieder sexy aus. Und was ich jetzt schon wieder, glaube ich, sehe, es ist wieder richtig matschig von innen. Probier mal. Ist das ein Keks oder was ist das Ja, das ist diesmal? wieder Cookie. Ein Cookie diesmal? Lass mich mal kurz schauen, ja. Wir haben hier einen Schoko-Brownie mit Butterkeks, Ah, ein Schokobrownie und Butterkeks. Schriftzug und Oreo-Erde. Oh, Oreo. Dann gehen wir mal rein nach. Und was sagst du? Boah, ist das brutal, Alter. Ja. Ist das heftig. Boah. Kein Scheiß. Das Ding ist matschig von oben durch diese Oreo-Stücke. Dann hast du einen weichen Teig innen und unten hast du wie so eine Art, ich sag mal, Boden noch, der so ein bisschen herkommt, aber alles aus Schoko, ne? Ja. Geschmacksexplosion wieder pur. Also, Halleluja. Das ist, also wie gesagt, du musst mir auf jeden Fall nachher die Reste geben. Ich muss da eine Challenge machen. Mach ich Da auf will, jeden ich, Fall. da will ich lebenslang kostenlos Essen haben für die Ja, das Ewigkeit. wäre auf jeden Fall ein Live-Pass auf jeden Fall. Letztes Stück, Leute. Aber das ist... Boah. Christopher Nolan hätte sich das Rendering vom Schwarzen Loch sparen können. Der hätte eigentlich einfach nur dich einblenden müssen kurz bei Interstellar und das war das Gargantua. Also heute trifft es wirklich auf zu. Schwarzer Burger, die Sachen waren auch viel schwarz mit dabei. Ich glaube, mein Hund ist schwarz. Also, ich sag mal, ich weiß, wie es einige in die Kommentare vielleicht schon schreiben. Irgendwas anderes, was später bei mir rauskommt, wird wahrscheinlich auch schwarz sein wie die Nacht. Wie fandest du die Varietät hier in dieser Challenge? Boah, ohne Witz, geschmacklich, ne? War das, viele fragen mich, was war die geilste Challenge, die du bisher gemacht hast? Retalk, ich glaube geschmacklich, weil es halt einfach jetzt nach diesem massig Burger so süß war, muss ich glaube ich sagen, war das heftigste, was ich geschmacklich bisher hatte. Echt? Weil es so krass geschmeckt hat. Also mal abgesehen jetzt so von dem Burger, weil es wieder Burger war, ne, der zwar auch lecker war, aber alles, was jetzt danach kam, ne, jetzt so nach dem Getränk mit diesem Vanille-Cupcake, ich glaube, das war mein Highlight. Ne, weil's Ja, das war wirklich auch mein Highlight, muss ich ehrlich sagen. Das war ein 11 weil von 10. alles andere war nachher, also das ist jetzt wirklich 10 von 10 alles gewesen. Ne? Also Halleluja, mein Lieber, da hast du dir wirklich was Geiles ausgedacht. Freut mich. Ist mir wirklich auch dann in Anführungsstrichen leicht gemacht, dir vielleicht etwas schwieriger. Aber ja, was soll ich sagen? Wir sind durch und ich danke dir für eine geile Challenge, für einen 100-Euro-Gutschein, der in den Ja. Preispool Big M kommt. Wir losen natürlich jetzt wieder den nächsten Gegner aus. Alle, die unter diesem Video kommentieren mit dem Hashtag Halloween Hamburg,
Denn der nächste Gegner wird in Hamburg mit mir eine Challenge machen. All You Can Eat. Nachdem wir natürlich jetzt das nächste Video mit Holle aufnehmen und den deutschen Dönerrekord angehen, werden wir am Abend danach noch eine neue Folge Beat Big M in Hamburg All You Can Eat durchführen. Und da werde ich gegen einen von euch antreten. 800 € jetzt im Preispool. Und damit sage ich danke um einen 100 € Gutschein von hier. Lohnt sich auf jeden Fall. Und damit Prösterchen, mein Lieber. Vielen lieben Dank. Auf die 7 Todsünden. Richtig. Auf ein geiles Halloween-Fest. Und damit bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße aus Frankfurt. Ciao, ciao. Ciao.